Wenn euer V8 beim Starten diese Klappergeräusche hier macht, dann habt ihr nicht zwingend ein Problem mit der Steuerkette. Es gibt beim M62 auch noch eine ganz andere Schwachstelle und über die reden wir heute. Das Klappern am Anfang, das kann natürlich von mehreren Sachen kommen. Das Hauptproblem ist das, die Kette ist zum Startzeitpunkt nicht ausreichend gespannt. Jetzt habt ihr an einem Gleitbelag dort ist der sogenannte Kettenspanner. Das ist ein öldruckgesteuertes Teil, das zusätzlich noch eine Feder eingebaut hat. Diese Feder hat die Aufgabe, am Anfang die Gleitbacke mehr oder weniger in die Kette reinzudrücken, dass die zumindest vorgespannt ist, dass die nicht komplett lose durchhängt, wenn kein Öldruck vorhanden ist, und das ist beim Start ja so, um der Kette zumindest eine gewisse Vorspannung zu geben. Und sobald dann der Öldruck da ist, dann übernimmt der Druck und drückt den Gleitbelag an die Kette ran und spannt die ganze Kette. Wenn jetzt natürlich eure Kette so verschlissen ist, dass der Spanner jetzt mal irre weit ausrücken muss, also am Federbereich vorbei, der Federbereich ist relativ kurz, und dann erst mit Öldruck die Kette komplett gespannt bekommt, dann habt ihr ein Problem mit der Steuerkette. Jetzt ist die Steuerkette selber, die Längung von der gar nicht so das Problem. Und zwar, wir haben ja hier einen M62. Beim M62 ist es nicht so wie beim M60, dass die Kette an beide Zylinderköpfe vorbeigeht und in der Mitte dann einmal von der Kurbelwelle angetrieben wird und im Umlenkpunkt vom Zahnrad. Beim M62 ist es jetzt so, da haben sie gedacht, okay, wir sparen ein bisschen was, wir gehen weg von dieser Duplex-Kette, also dieser zweireihigen Kette. Wir nehmen eine einreihige Kette und bei der einreihigen Kette gehen wir her und lassen dieses Umlenkzahnrad auf der Rücklaufseite lassen wir weg und wir bauen eine sogenannte V-Schiene ein. Die V-Schiene hat natürlich das Problem, das ist ein Alu-Druckgussteil, das ist da unten rein verschraubt und darauf ist ein Kunststoffbelag drauf, so ein Gleitbelag. Der Gleitbelag ist natürlich nach 150.000 durch die ganzen Temperaturzyklen, warm, kalt, dementsprechend verschlissen und der fängt an, dass da Ecken rausbrechen von dem Gleitbelag. Das ist natürlich schlecht, weil das ist Weg, das muss vom Kettenspanner geleistet werden, beim Starten vor allen Dingen, um die Kette wieder komplett gerade zu ziehen. Wenn da Ecken rausgebrochen sind, dann wandert die Kette natürlich in dem V ein bisschen weiter nach oben und da hat man quasi Wegverlust. Infolgedessen klappert es am Anfang. Da hilft dann auch bloß eins, da helfen keine Wundermittel. Da hilft es natürlich dann nur V-Schiene ersetzen, neuen Kettenspanner rein, neue Gleitbeläge rein, neue Kette und dann ist da auch wieder Ruhe. Ist natürlich eine komplette große OP. Wenn ihr natürlich jetzt auch ein anderes Problem habt, dass euch am Anfang der Öldruck fehlt, und das merkt ihr zum Beispiel, wenn die Ölkontrolllampe kurz ein kleines bisschen länger leuchtet, dann ist es wohl so, dass das komplette Motoröl, was in die ganzen Köpfe, in der Vanos etc. pp. Überall hingeströmt ist, zurückgelaufen ist, alles in die Ölwanne runter. Und das bringt hier unser Ölfiltergehäuse ins Spiel. Das hier, das gibt es nur neu bei BMW, gibt kein Zubehörteil. Kostet Stand jetzt 2022 200 €. Da ist drin, wie im Auto auch schon, einmal ein Ölfilter, der Deckel dazu und ein komplett neues Gehäuse mit, und jetzt kommt Rückschlagventil. Das hat die Aufgabe, dass wenn ihr den Motor abstellt, dass nicht gleich der komplette Öldruck flöten geht, sondern der sich langsam abbaut und das Öl nicht zurückfließen kann. Wenn das komplette Öl, heiß wie es war, ziemlich dünnflüssig, natürlich zurückläuft, also in die Wanne, dann habt ihr natürlich das Problem beim nächsten Start, fehlt euch natürlich das Öl überall. Die Stellen sind zwar geschmiert, aber halt nicht ideal. Das heißt, nicht bei der ersten Umdrehung liegt schon überall der Druck an, vor allen Dingen, weil das Öl natürlich dann noch kalt und zähflüssiger ist. Jetzt ist es natürlich so, vorher, wie ich gesagt habe, mit dem Kettenspanner, der ist natürlich auch Öldruck betrieben. Das heißt, mit der Feder wird er vorgespannt und mit dem Öldruck wird dann wirklich der Gleitbelag an die Kette rangedrückt und die Kette gespannt. Wenn euch natürlich da am Anfang der Druck fehlt, weil das eben alles zurückgelaufen ist und bis es da auf der drüberen Seite ist, dauert es ja ein bisschen, dann habt ihr natürlich das Problem, dass die Kiste hier auch klappert. Und in meinem Fall ist es so, es gab hier eine neue Revision scheinbar von diesem Ölfiltergehäuse. Das können wir uns dann nachher mal anschauen, wie dieses Rückschlagventil aussieht. Vor allen Dingen sind aber in diesem Gehäuse hier 2 Ventile verbaut. Ich halte euch das mal schnell in die Kamera. So, ihr seht da unten 2 Ventile.
Dieses Ventil da herüben, das ist dafür da, dass wenn ihr den Ölfilter rausnehmt, dass das Öl nach unten über den Ablauf abfließen kann. Das andere Ventil, das hier da herüben, das ist das Rückschlagventil. Das heißt, ihr habt quasi das Öl von der Ölwanne anstehen, da kann es dann nicht mehr zurücklaufen und der Filter kann infolgedessen auch nicht leer laufen. Jetzt gibt es da zwei mögliche Szenarien, was defekt werden kann. Und zwar, da gibt es jetzt zwei Szenarien, was kaputt werden kann. Nämlich einmal das Rückschlagventil auf der Pumpenseite. Das heißt, die Pumpe fördert rein, das Ventil geht auf, füllt euren Ölfilter und das Ventil sagt dann, okay, ich lasse wieder zurücklaufen. Das ist das, was ich gerade hier skizziert habe. Das zweite, blödere Szenario ist dieses Ablaufstück. Und zwar, wenn ihr den Filter rauszieht, dann möchtet ihr ja nicht, dass der Druck, der da noch drauf ist, euch da explosionsartig eine neue Ölquelle im Motorraum beschert. Und den Fall hatte ich nämlich. Wenn dieses Ventil kaputt ist, egal in welche Richtung, nämlich einmal beim Aufschrauben ist es blöd, weil dann habt ihr alles voller Öl, aber wenn da der Stift abgebrochen ist oder aber nicht sauber verschließt, wenn der Filter eingelegt ist und dann Druck weg kann, dann habt ihr das Problem, dass ihr zwar von der einen Seite mit der Pumpe ordentlich Öl reinschiebt, euch das über den Abfluss aber verloren geht. Das heißt, ihr fahrt da eigentlich mit minderem Öldruck durch die Gegend. Ist natürlich auch blöd. Deswegen, diese zwei Fälle können sein, ersetzt mal die ganze Geschichte. Ich kenne von Bekannten die Story, dass die schon ein 2015er Ölfiltergehäuse drin hatten, also schon einmal erneuert haben und der Fehler dann wieder aufgetreten ist. Da einfach ein bisschen drauf aufpassen. Leider Gottes gibt es diese Rückschlagventileinsätze nicht einzeln. Das heißt, ihr müsst halt jetzt mal für 200 € diese Kiste hier kaufen. Aber für alle die, die es ein zweites Mal getauscht haben, von denen weiß ich, da ist Ruhe. Deswegen machen wir das heute auch hier. Beim E39 ist das Ganze ein bisschen einfacher. Da liegt das Gehäuse einfach seitlich gefüllt drin. Beim E53 haben wir ein bisschen mehr Action. Das sitzt hier. Das wollen wir jetzt mal ausbauen und tauschen. Da brauchen wir jetzt zum Anfang das feinmechanischste Werkzeug, was wir finden können. 36er Schlüssel. Und dann machen wir jetzt das mal vorsichtig auf. Und ihr seht schon, wenn ich das hochhebe, da bleibt bei mir das Öl stehen. Das heißt, die Rücklaufgeschichte ist definitiv im Eimer. Sollte da restliches Öl drin bleiben, einfach eine Spritze nehmen und rausziehen. Wenn die Geschichte dann leer ist, dann fangen wir an, das Gehäuse hier rauszuschälen. Und zwar brauchen wir jetzt da erstmal 10er. Da legen wir jetzt mal das Masseband auf die Seite. Dann haben wir nämlich das ganze Gehäuse hier schon in der Hand. Das ist prinzipiell schon mal ganz gut. Ich würde aber trotzdem noch empfehlen, den Servobehälter wegzuschrauben. Dann habt ihr nämlich wenigstens noch ein bisschen mehr Platz. Wer möchte, kann es richtig eskalieren und den ganzen Halter wegschrauben. Ich mache es jetzt einfach pro forma mal lose. Mal schauen, ob es mir was bringt. Dann machen wir das oben am Ausgleichsbehälter auch noch lose. Dann ist es ja fast wie beim ABS-Tausch. Gut, dass die Schrauben da nie einrosten, weil die muss man so oft auf und zu schrauben. Jetzt kann man den Kühlwasserbehälter hier ein bisschen auf die Seite legen, mal ein bisschen aufpassen, dass man nichts überdehnt. Und im Idealfall, wenn man nicht nur unbedingt jetzt eine Standheizung mit drin hätte, kann man hier den ganzen Halter rausschälen. Und schon kann man hier was arbeiten. Und zwar, wir müssen das hier abschrauben. Jetzt stecken wir als allererstes mal einen Öldruckkontakt ab. Das ist der verantwortlich ist, dass eure Ölkontrolle leuchtet oder halt auch nicht im Idealfall. Jetzt haben wir hier einmal die Ablaufleitung in Richtung Ölwanne. Dann haben wir da drüben und hier die Leitungen für Öl, also dreckiges Öl und sauberes Öl. Und das war es eigentlich schon, was das Gehäuse kann. Also das kann eigentlich nicht groß was. Hat man damals extern gemacht, dass man hinkommt zum Ölfilterwechsel. Dazu brauchen wir jetzt eine 13. Am Idealfall nimmt man eine Ringratsche. So, Vorsicht, die kann ganz genial im Motorraum reinfliegen und die findet ihr nie wieder. Da schnappt man sich jetzt ein Tuch, das legt man unter, weil in dem Ölfiltergehäuse ist nämlich immer noch ein bisschen was drin. So, dann könnt ihr hier dieses Stück hier rausnehmen. Und jetzt kann man das einfach vorsichtig nach hinten abziehen.
Einfach ein bisschen nach oben legen. Und als letzten Schritt macht man diese Rücklaufleitung auf. Da braucht man einen Schlitzschraubendreher. Jetzt dürfen wir noch ein bisschen was quertauschen. Und zwar, wir brauchen hier unseren Öldrucksensor. Da empfiehlt es sich wieder einen Langnusskasten zu haben. Kann man nicht da ganz entspannt drüber gehen. Da seht ihr übrigens auch den Grund, warum ihr da noch eine Zusatzmasse braucht. Und zwar, das hier hat nur ein Pin. Die Masse kriegt ihr über das Gehäuse, deswegen muss oben da die Masse hingeschraubt werden. So, und was auch noch fehlt, ist diese Geschichte hier, nämlich die Rücklaufleitung. Auch hier wieder Langnusskasten, in dem Fall eine 19. Da packen wir jetzt noch einen neuen Dichtring dran, weil der alte fest korrodiert war. Deswegen empfiehlt es sich übrigens immer ein Dichtring-Sortiment daheim zu haben. So. Passt. Damit wäre das Montage fertig. Zurück am Auto wollen wir die ganze Geschichte jetzt natürlich wieder zusammenbauen, klar. Gehäuse ist soweit montiert. Wichtig ist jetzt bei der Arbeit hier, dass wir die Anlageflächen da herin mit Öl benetzen. So, da ist überall schön Öl dran. Und damit kann natürlich jetzt halt wieder das hier ohne Probleme zurückwandern. Und das Schöne ist, ihr seht es hier, das hat eine Nase, wie es einrasten soll. Dasselbe auf der drüben Seite auch. Natürlich jetzt fürs Video ein bisschen blöd. Und dann bauen wir jetzt erstmal wieder das Anschlussstück oben drauf, dass die uns nicht mehr abhauen können. Also dieses Stück hier oben wieder drauf. Denkt dran, es muss nicht das Wasser rauskommen. Die Verbindung wird nicht dichter, wenn ihr das über das Drehmoment, das es haben soll, anzieht. Ähnlich verhält es übrigens auch mit den Schrauben vom Ventildeckel. Die sind auch so gemacht, dass die auf Block gehen und mehr als fest können die gar nicht wehren. Ansonsten tut sie einfach den Stehbolzen, der da rausschaut, auch kaputt machen. Nachdem das jetzt alles so drin ist, stecken wir jetzt noch die Ablaufleitung an, die ja im Idealfall nur gebraucht wird, wenn ihr einen Ölwechsel macht, bzw. einen Ölfilterwechsel. Gut, dann können wir jetzt diesen ganzen Sicherheitslumpenverhau rausbauen und uns darüber freuen, dass kein Öl da runtergelaufen ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir das da irgendwie sinnvoll gefädelt bekommen. Das ist natürlich ein bisschen Hass. Also da müsst ihr euch einfach ein bisschen ärgern. Dummer Rat, entspricht aber leider Gottes der Tatsache. Und da ist so ein Gummi, da muss das einrasten. Und wenn das passiert ist, dann ist das schon die halbe Miete, weil ihr könnt den Behälter da von der Servo wieder raufziehen. Und dann fängt es da als Fluchten an. Damit ist der Halter in Position und den schrauben wir jetzt als erster gleich mal fest. Glaubt mir, nichts ist ärgerlicher, als wenn dieser Halter nachher nur einmal stiften geht. Erst vorsichtig anlegen lassen. Wir müssen nämlich da unten die letzte noch reinbringen. Das sind übrigens die mit der großen Beilagscheibe. Jetzt nicht vergessen, den Stecker von der Öldruckkontrolle noch anstecken. Und ja, die haben da extra Sichtfenster lassen. Klick, ideal. Da unten, das zeige ich euch jetzt schnell noch, da unten ist der Gummi drin, wo das drin steht. Wenn das unten eingerastet ist, richtig eingehakt, dann passen hier oben auch die Schrauben rein. Dann ist es eigentlich nur restliche Schrauben fixieren. Wichtig, ihr hattet hier eine Masse, die einfach wieder hochziehen, damit beilegen, sonst leuchtet nachher die Öldruckkontrolle. Die Masse braucht man deswegen, weil das hier ein Plastikgehäuse ist und er sonst hier nichts eine Verbindung oder eine richtig leitende Verbindung zum Motorblock oder zur Karosse hat. Da noch die zwei Schrauben rein. Und dann war es das schon mit der Reparatur. Letzter Schritt mit dem feinfühligsten Werkzeug. Den Ölfilter-Gehäusedeckel zumachen. Maximal 25 Newtonmeter, da ist das natürlich genau das richtige Werkzeug. Ich lasse jetzt die Kiste mal an und dann gucke ich mal, ob unten alles dicht ist oder ob wir gleich Restmüll produziert haben.
Der läuft jetzt auf einmal wieder komischerweise ganz ruhig. Ich meine, dem hat schon tatsächlich ein bisschen der Öldruck gefehlt. Dauert natürlich Welten länger, bis die Öldruckkontrolle da angeht und ihr wirklich Ölmangel habt. Ja, ich würde sagen, lassen wir so. Haben wir wieder einen Motor vor dem Tod bewahrt. Das Problem ist nämlich, bei dieser Kiste, die hat schon mal einen neuen Motor bekommen. Das Ölfiltergehäuse ist aber immer das erste. Und meine Theorie ist nämlich, wo der die erste Kette bekommen hat, der dann auch wieder das Klappern angefangen hat, dann die Austauschmaschine bekommen hat und jetzt wieder das Klappern angefangen hat, dass das vermutlich tatsächlich das Ölfiltergehäuse war, das hier diesen Motorschaden davor mal verursacht hat. Jetzt müssen wir dann noch ein, zwei Sachen an der Kiste machen, aber das zeige ich euch in einem von den nächsten Videos wieder.